Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Song-Tutorial. Heute geht es um den Song With a Little Help from My Friends von den Beatles aus dem legendären Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Und wir werden uns das mal im Detail anschauen, was die Gitarre hier spielt. Und zusätzlich gehen wir noch auf die Version von Joe Cocker, auf die Coverversion, die mega tolle Coverversion von Joe Cocker, legendär gesungen. Gehen wir drauf ein und schauen uns die Gitarrenparts an. Ich freue mich, dass ihr heute live dabei seid. Hoffe, ihr habt eure Gitarren am Start. Und herzliche Grüße. Jetzt gucken wir gleich mal in den Live-Chat rein, wer alles hier heute da ist. Gib mir mal Feedback zu Bild und Ton, ob das gut ist. Super, herzlichen Dank, Michael. Das ist nämlich wichtig, dass wir hier einen guten Sound haben. Ein bisschen leiser hier drehen noch. Ich habe den kleinen Pod Go am Start. Für den Sound verwende ich, für die Beatles-Version verwende ich einen Fender Amp. What would you think if I sang out of tune? Mit Plektrum, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I try not to sing out of key. Buy a little help from my friends. Und es wird richtig süß. Ich kann euch garantieren, ihr werdet überrascht sein, was man aus diesem einfachen Song rausholen kann. Das ist oft das Geheimnis. In der Einfachkeit liegt die Großartigkeit eines Liedes. Und wenn wir gleich in die erste Version von den Beatles reingehen, dann werdet ihr erstaunt sein, was die Gitarren hier spielen. Und die Gitarre, die man kaum hört im Hintergrund, und trotzdem so schöne Sachen reinspielt und wie oft hier einfach nur Dreiklänge gespielt werden, was sehr, sehr interessant ist. Aber wenn du das live mit einer Gitarre ist es schwer, mit zwei Gitarren ist es schon um einiges besser. Und ganz wichtig, in der Version von den Beatles ist die Gitarre sehr im Hintergrund. Ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick auf das Guitar Profile. Und ja, nochmal erstmal ganz liebe Grüße an alle, die live sind hier. Freue mich sehr. Müssten eigentlich noch viel, viel mehr Beatles-Songs machen. Ne? Hi, hi, hi. Herzlichen Dank. Grüße auch. Wow. Michael, Grüße nach Brasilien. Hoffe, es geht euch gut. Super. Hallo, vamos. Sehr schön. Unter den über 400 Liedern, die die Beatles in ihren 9 Jahren gespielt haben, ist das ein sehr, sehr bekanntes Lied. Und gegen Ende der Karriere wurde das aufgenommen. Das gesamte Album wurde live so gut wie nicht mehr vorgeführt von den Beatles. Sehr, sehr aufwendig. Wahrscheinlich ein Stück Zeitgeschichte, wie es in der Form nie wieder geben wird. Ne? Sensationell, was auf diesem Album stattfindet. Ganz, ganz, ganz legendär. Und das Lied ist einfach. Es hat nur ein paar Akkorde, aber aus der Einfachheit werden einige Dinge gemacht, die sehr, sehr interessant sind, wie ich denke. So, wenn ihr da reinguckt, ich habe versucht, wirklich, habe mir da Mühe gegeben, alle Akkorde bzw. alle Dreiklänge, die auftauchen können und auftauchen könnten, hier darzustellen. Und ihr seht, das ist eine Menge. Aber ich kann euch gleich beruhigen, man kann das Ganze natürlich auch vereinfachter spielen. Also man muss jetzt nicht wirklich all diese Akkorde genauso greifen, diese Dreiklänge. Es ist viel zu aufwendig. Was ich euch zeigen möchte jedoch, sind die 2, 3 Parts, die die Gitarre hier spielt. Im Intro, das hört man kaum, das werden wir uns gleich mal anschauen. Und da nur in die Spur reinhören, um festzustellen, was genau hier gespielt wird. Das klingt so.
Ist es nicht süß, ne? Das beginnt schon so süß. Da, 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 wie so ein Glockenspiel im Hintergrund. Und hierzu greife ich im 9. Bund auf der H- und G-Seite. Und wir haben ein doppeltes E. Hier haben wir ein E und unten die leere E-Seite. Und das sind 2 Triplets. Da, 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 da. Klingt sehr schön. Und dann wird umgegriffen auf 7, 8 mit dem Zeigefinger. Gleiches Muster. Super schön. Und dann der gleiche Griff mit dem Slide. Auf der 5 und 6 auf der H- und G-Seite. Und dann parallel die 4. Kannst du so machen beispielsweise. Und das ist dann der finale Lick hier. Doppel 4. Leere E-Seite. 4 auf der H-Seite. 5 hier drauflegen. Das Ganze am Stück. Wunderschön. Es beginnt im Intro werden 3 Akkorde gespielt und gesungen wird Billy Shears. Das ist ein Name. Es sind viele Anspielungen auf diesem Album. Das kann man alles googeln und nachlesen, was da alles gemeint ist. Das Lied beginnt mit diesen Akkorden C, D, E, aber eigentlich wird ein C mit dem G im Bass gegriffen. Am Ende ein A-Moll 6 und dann ein E. Das sind so die Nuancen und Details, die ich nirgendwo in irgendeinem Tutorial gefunden habe und wirklich lange gesucht habe, bis ich das finden konnte. Also 9 parallel. 8, 7. Richtig süß gespielt. Und dann geht es schon los und die Gitarre spielt ganz leise. Also was du auf keinen Fall machen solltest, ist in diesem Song in irgendeiner Weise, wenn du das mal live spielst mit einer Band, dich in den Vordergrund zu drängen. Die Gitarre ist wirklich sehr im Hintergrund, sehr dezent. Es geht mehr um das Gesamtkonstrukt des Liedes. Und wir haben hier Orgel, Bass, ein akustisches Piano, einen schönen Tambourin, viel Percussion im Hintergrund laufen und natürlich der wunderschöne Gesang von den Beatles. Und halt dich reduziert, geh nicht zu sehr in den Vordergrund. Und ich zeige dir jetzt den Text des Liedes. Wir gehen jetzt mal auf den Text. So, hier ist er. Und zwar auf die Beatles-Version natürlich. So, die blenden wir jetzt mal aus. Und am Anfang kannst du einfach spielen. C, D, E. Und dann geht's los mit E. Hier kannst du das greifen. Oder, was er macht, es wird so gespielt, es ist ein D verschoben auf ein E hier. Ich zeige euch die ganzen Akkorde, sodass ihr das sehen könnt. Oft werden eben, manchmal wird der Akkord voll gegriffen, also er hat das auch gerne gemacht mit dem Gissimbass. Manchmal ist es das E unten, manchmal ist es das E hier. Ne? Und dieses E, was du hier sehen kannst, ist ein C-Dur-Akkord. Verschoben, sodass du
bist jetzt hier auf dem C, dass dein kleiner Finger hier auf dem C ist. Und so gegriffen und manchmal hört man ihn sogar mit dem, man nennt das Slash Chords. Also es hat nichts mit Slash von Guns N' Roses zu tun, sondern einfach nur Slash Chords. Man spielt alle 6 Seiten. Klingt cool, ja? Aber manchmal kann es auch zu viel sein, je nachdem, was die Bassgitarre spielt. Jetzt werden viele sagen, oh, Barré-Akkorde, das ist noch ein bisschen schwer für mich. Dann spielst du es einfach so. E, E, H, H und den Fis-Moll. Fis-Moll so dann mit einem Finger. Also, oder einfach nur die 3. Wenn du Barré-Akkorde noch nicht kannst, dann musst du einen Weg finden, die 3 Klänge zu spielen. E-Dur, klar, einfach. Ein H, im Englischen natürlich B. Ich gehe mal kurz hier auf den Text, dass ich den auch sehen kann. So. Und das ist ein verschobenes A. Und das Einzige, was du machst, ist einen Zeigefinger hier im zweiten Bund und dann so greifen. Wenn dir das auch zu schwer ist, dann mach einfach Folgendes. Nimm deinen Ringfinger und spiel nur den Dreiklang, also das A. Und das genügt eigentlich. Du könntest theoretisch so spielen. E, E, H, H, Fis. Nur zu Verständnis. Die 3 Klänge hier vom E, hier im 9. Bund, hier vom H und dann der Dreiklang vom H-Moll genügt in dem Song. Und so kannst du dich daran arbeiten und dann sagst du, okay, ich will jetzt versuchen, den H mal so zu spielen. Ne? Und die nächste Variante ist dann als Barré. Und das ist schon ziemlich schwer hier unten. Also hier einfach im zweiten Bund einen Zeigefinger und dann die 3 Finger hier. Und dasselbe gilt natürlich auch für unser E, wenn wir es hier oben spielen wollen. Im 7. Bund als Barré. Es gibt so viele Varianten, wie du diese Klänge hinbekommen kannst. Deswegen habe ich mal alle Akkorde eingeblendet. Aber um jetzt hier mal eine Variante zu zeigen, die super funktioniert, ist so, E natürlich, ne? What would you think if I sang out of tune? Would you stand? Und jetzt kommt ein H7. Der H7 oder B7 im Lied wird so gegriffen. Das ist unser H von vorhin. Also das B, bleiben wir jetzt im Englischen. Und was wir brauchen ist den Finger weg, aber ich greife ihn so, das ist viel bequemer mit Ringfinger und kleinem Finger. Also das Lied ist ein super Song, um mal 3 Klänge und auch ein bisschen Barré-Akkorde zu üben. Es gibt so viele Tutorials draußen, wo ein Capodaster verwendet wird. Und ich finde, dieses Lied, da die Akkorde sich immer wiederholen, ist ziemlich gut, um diese paar Barré-Akkorde zu üben, finde ich. Also das ist durchaus machbar. Ne? Okay, nochmal. E, 2, 3, 4. Und dann unten. Du kannst es auch vollkommen, wenn du mit akustischen spielst, alles hier unten mit ohne hier jetzt hinzugehen, wie im Lied dann. Also jetzt gehen wir mal rein nochmal in das File. Dann könnt ihr gucken. Und die Gitarre macht wirklich nichts anderes, wie dass sie eben diese kurzen Schläge spielt. Du siehst immer das Pausenzeichen hinten. Ne? Also wenn ich jetzt genau das spiele, die Akkorde, wie sie hier stehen, dann habe ich ein verschobenes D mit einem kleinen Finger hier. Ein H. B natürlich Englisch. Und dann 6-mal Fis-Moll. So gespielt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Und dann wieder unser verschobenes D. Hier 2 Bünde höher E. Also das sind unsere ersten Griffe. Also E. Ich muss hier gleich Regie führen, muss ich das immer hier ein bisschen
justieren, bitte um Verständnis. Ein bisschen mehr aus der Barré-Variante kommend wäre dann dein E hier. So, verschobene C-Akkord. Du kannst alle Seiten mal versuchen. Und du siehst, wenn ich das spiele, um die Pause zu erreichen, mache ich einmal stoppe ich die Saiten mit der rechten Hand und zusätzlich lüpfe ich hier links. Ich hoffe, man sieht das an der Anspannung der Sehnen der linken Hand. Das war jetzt die Barré-Variante. Und noch einfacher wäre einfach so. Ich überlasse es dir. Okay? Also du darfst dir, das ist ganz wichtig, du darfst, wenn du es jetzt allein spielst, es auf deine Art und Weise spielen. Das beste Beispiel ist doch, wie Joe Cocker das Lied gecovert hat. Halbes Tempo und hat eine geniale Ballade draus gemacht. Ne? Mit einer schönen Rockgitarre, geiler Hammond-Orgel, fantastischem Gesang. Ja? Klingt wie ein völlig anderes Lied, wenn man sich beide Varianten anhört. Also beides ist völlig okay. Cool. Weiter geht's, wie du sehen kannst. E. Und jetzt haben wir hier ein Fis-Moll in dieser Variante so gegriffen. Sehr schön klingend hier mit A. Sorry, hier natürlich. Ne, 5, 7, 6, 7, genau. Und dann das H hier oben. Und dann das E hier oben. Oh. Es gibt keine Videoaufnahme, wo ich das genau sehen kann, ob er es genauso spielt. Aber das ist ein Guitar-Profile, was ich hier nach langer Recherche gefunden und optimiert habe. Ich habe alle Akkorde eingeblendet und mir das Lied sehr oft angehört. Und ich glaube, das kommt schon nah ran. Also die hatten da richtig Spaß. Das siehst du auch jetzt hier zum Beispiel auf dem D-Akkord und wird dann hier zum Beispiel nur der Dreiklang gespielt. Dreiklang und das macht man einfach hier mit einem kleinen Barré im 7. Bund. 1, 2, 3. Das A-Dur, das ist natürlich unser klassisches A. Ja. Der Dreiklang. Das ist unten mit der E-Seite. Und dann hier das E, nur der Dreiklang im 9. Bund. Okay, cool. Und fast haben wir damit schon die gesamte Begleitung. Wir haben hier ab und zu noch den ein oder anderen Power Chord hier an der Stelle. Da hören wir jetzt mal rein. Ich lasse es mal laufen und spiele mit. Und ihr habt jetzt hier den Übergang gehört. Ne? Hier mit den Power Chords. Ba, ba, ba. Dann die 6, 7 und dann das E hier oben als Power Chord. So, das sind alle Varianten, die hier möglich sind. Und dann wiederholt sich das hier im Vers 2. Chorus 2 bleibt identisch und dann kommt die Bridge. Und in der Bridge geht es hier auf einen Cis-Moll-Akkord hier, der wird so gespielt. 2, 3, 4 und dann kommt Fis-Dur, E, D, D, A, 2, 3, 4, Cis-Moll. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, E, E, D, D, A, A.
Okay, und da gucken wir jetzt dann gleich rein in die Bridge. Und richtig süß, das ist hier die Stelle, ich habe sie hier markiert mit, ich mache es oft so, wenn ich meine Texte zum Beispiel hier wie hier mir erarbeite und ich verwende seit jetzt fast 10 Jahren bei Live-Auftritten ein Tablet. Und dann schneide ich das aus dem Word-Dokument, mache ich dann meistens ein PDF oder ein JPEG und schneide es dann so zurecht, dass ich das gut lesen kann. Und bei mir ist der Refrain dann, wenn er sich öfters wiederholt und damit ich einen Song auf eine DIN A4-Seite bekomme, ist es so, dass ich dann den Refrain hier mit gelber Farbe zum Beispiel markiere. Und bei einer Bridge mache ich, das ist so fast immer das Gleiche, mache ich dann die Akkorde rot, dann weiß ich, das ist jetzt die Bridge. Ne? Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Ganz easy. Ihr habt es gesehen, ich habe es gezupft. Ich finde den Sound einfach cool. Man kann es so schön auch abstoppen, aber mit dem Plektrum geht das wunderbar. Ich habe hier an der Stelle statt einem Fis ein 7. Das wäre Fis Dur. Ich habe einen kleinen Finger weg, ein Fis Septim draus gemacht. Macht das Ganze noch ein bisschen neugieriger. Es wird ja eine Frage gestellt. Dann E. I need somebody to love. 2, 3, 4. Und dann wieder Cis-Moll. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Das ist das A mit einem Fingergriff. Das war die Bridge. Und das war es auch schon. Ich spiele jetzt einmal von der Strophe hier bis zum Ende durch. Und dann gehen wir auf die Joe Cocker Version ein. Aber bevor schauen wir uns noch das eine Fill an. Es ist ein kleines Fill, was die E-Gitarre spielt. Would you believe in love at first sight? Yes, I'm certain it happens all the time. What do you see when you turn on the light? I can tell you it is mine. Und dann steht da Refrain, das heißt, was kommt? Das ist der komplette Refrain, der oben drüber steht. Und dann gehen meine Augen einfach eine Stufe höher. Get by a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Yes, I get by with a little help from my friends. Und dann wieder. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? Sorry. I want somebody to love. Also die Bridge kommt dann nochmal und das war es auch schon. Und am Ende spielt With a Little Help from My. Kann man spielen C, D, E. Und wenn man so ein bisschen eine coole Socke sein möchte, dann kann man diese 3 Akkorde spielen. Das ist dann ein A-Moll mit einem G-Bass. Entweder so, aber ich habe ihn ein bisschen vereinfacht. A-Moll 6 und dann ein E. Und hier steht E mit B-Bass. Oh, sorry, ich muss ja hier umschalten, dass ihr die Akkorde auch sehen könnt. Ne? A-Moll. Eigentlich greifst du ein C und gehst einfach mit dem Finger hoch und hast ein A-Moll 7 mit dem G-Bass. Klingt sehr schön. A-Moll 6. Hier unten mit dem Fist. Und dann ein E von der A-Seite. Oder C, D, E. Jetzt, wenn du einen Keyboarder hast, würde ich sagen, er greift dieses A-Moll mit G-Bass. Na, so. A-Moll 7 mit G-Bass. E-Moll 6 wird er greifen. Und dann ein E mit dem H im Bass. Und du machst C, D, E.
eins haben wir noch. Wir haben hier im Lied einen Gitarrenlick. Hier ist er im Takt 18. Den hören wir uns jetzt mal an. Der geht hier über einen Takt und schleicht sich kurz in den anderen Takt hinein. Lass mich mal kurz hier noch die Notation ausblenden, dass es übersichtlicher wird. So. Okay. Und wie klingt dieser Gitarrenlick? Da da ba ba da da. 7-9 mit Slide auf 5-7, 4-5. Ganz einfach. Ne? Und dann die leere H-Seite mit 2, leere E-Seite und nochmal die 2. Und dieser Lick wird von der Gitarre mit hineingespielt. Und zwar kurz bevor es in die zweite Strophe geht. Sonst haben wir hier keine Fills, wie ihr sehen könnt, von der zweiten Gitarre. Und das Einzige, was wir noch haben, ist eben im Intro diese schöne Geschichte, die hier gespielt wird. Na? So, das war die Beatles-Variante. Jetzt gehen wir in die Joe Cocker-Variante. Jetzt wird die Gitarre rockig. Ich schalte vom Fender Amp um auf einen Marshall mit Plexi und werde hier noch einen Tube Screamer hinzufügen und ein bisschen ein Echo, dass das Ganze richtig cool klingt. Und von dem File hier von Joe Cocker, von dem Song hier, habe ich, Sekunde, das blenden wir jetzt hier oben ein, habe ich kein Guitar Pro-File für euch. Deswegen freue ich mich, euch das alles zu zeigen. Es ist nicht viel. Die elektrische Gitarre im Song macht sehr wenig. Aber, und was ich euch ganz, ganz stark ans Herz, ich werde übrigens einige Sachen verlinken, unter anderem meine Lieblings-Live-Version von Joe Cocker, die geht 10 Minuten. Die wurde erst vor ein paar, er ist glaube ich vor 2 Jahren gestorben. Und diese Version geht 10 Minuten. Es sind absolute Weltklasse-Musiker am Start. Ich bitte euch, wenn ihr euch die Version dann anguckt, ganz, ganz dringend bitte ich euch, das Schlagzeug euch mal 10 Minuten Fokus auf den Schlagzeuger. Dieser Schlagzeuger mit Steve Gadd zusammen sind meine 2 Lieblingsschlagzeuger, wenn es um Rock, Pop, Blues geht. Er war nicht nur der Schlagzeuger von Joe Cocker, sondern auch über 20 Jahre der Schlagzeuger der Tina Turner Band. Name fällt mir jetzt nicht ein, aber kann man googeln. Er ist absolut sensationell. Sowas von musikalisch, wie ich in meinen kühnsten Träumen mir nur träumen könnte, jemals so jemand am Schlagzeug zu haben. Das ist absolute Musikalität. Also achte darauf, wenn du dir diese Version, die ich verlinke, anguckst, dass du auf den Schlagzeuger mal den vollen Fokus setzt und weniger auf die Gitarre. Aber jetzt schauen wir uns die Gitarre an. Und der Song beginnt ganz ruhig mit einer Hammond-Orgel. Richtig lange. So schön gespielt. Und dann kommt der Chor und dann kommt die Gitarre. Und die Gitarre steigt ein mit 6 Double Stops. Was ist ein Double? Nicht Double Stops. Unison Bands. Man könnte es auch als Double Stop bezeichnen, aber das ist Quatsch. Unison Bands. Also wir haben einen Band, der hochgezogen wird und mit einer zweiten Note gleichzeitig erklingt. Und das Ganze klingt dann so. Ich bin auf dem Front Pickup hier. Das ist dieses Schreien. So, ich mache jetzt hier noch den Tube Screamer raus, ziehe die Lautstärke noch ein bisschen hoch, dass ihr das noch besser hören könnt. Den reinen Marshall-Sound hier. Ja? Und der erste Band ist auf der Note G. Wir haben also die Töne G, Fis, E und dann wiederholt sich das eine Oktave tiefer.
Und was wir jetzt machen, du greifst mit dem Zeigefinger die 15 und hier mit dem Ringfinger die 18. Und dann ziehst du die 18 hoch auf 20 auf dieselbe Note und schlägst beide Seiten an. Und wenn man das macht, erklingt so ein dissonanter Klang. Während die Seite, man hört, wie die beiden Töne gegeneinander kämpfen und am Ende des Bendings löst sich das auf. Und dann, also einmal 15, 14, 12, G, Fis, E. Und dann wiederholt sich das, wir waren jetzt auf der E- und H-Seite, dann wiederholt sich das auf der H- und G-Seite eine Oktave tiefer. Ja, ne? G, Fis, E. Und es klingt sehr, sehr, sehr fett an der Stelle. Ne? Du hast die Orgel und dann. Es wird zweimal gespielt. Indre Pickup. Und dann G, D mit Fis im Bass. Und dann A. Dann wird der Lautstärke der Gitarre zurückgenommen. Und dann haben wir What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I try not to sing out of key. I'm gonna get by with a little help from my friends. And try a little help from my friends. Also was du die ganze Zeit hast, ist eine Paula in der Live-Version mit zurückgedrehter Lautstärke. In der Strophe spielt die Gitarre im Grunde genommen gar nichts. Also wenn du das live mit einer Band spielen willst, dann empfehle ich dir, bleib auf dem Sound, zieh an deinem Amp die Lautstärke über die Gitarre runter und dann lass einfach die Akkorde hier so ganz so zart wie möglich klingen. If I sang out of tune. Also hier haben wir dann ein H-Moll, B-Moll Englisch. Won't you stand up and walk out on me? Let me and I'll sing you a song. And I'll try not to think out of key. Und jetzt, wenn du dann lauter auf die Saiten schlägst, dann kommt die Verzerrung rein, dann drehst du hier auf. Und dann spielst du G, D mit Fis im Bass und A. Und hier kommen dann so diese ganzen Feels, die so schön klingen. So, die Begleitung, wie gesagt, hängt sehr stark von Schlagzeug, Bass und der Orgel ab. Ja? Und die Gitarre macht wirklich nicht mehr, wie das, was ich dir jetzt zeige. Ne? Und dann, I just hold on with my friends. Das kommt auch noch gleich und das ist so süß. And then what do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? Also kommt A und E und B-Moll und E, E7 und dann wieder ein A. Und es wiederholt sich dann. Und dann kommt der Chorus wieder. Dasselbe wie oben, G, D, A, viermal. Und dann kommt dieses. Ich schalte jetzt dafür den Tube Screamer ein, damit das Ganze ein bisschen mehr fährt. Das C wird hier ein bisschen so runtergebändet. Und dann das A. Und hier den Übergang, den er macht, um vom A auf das Fis zu kommen, hier zu Do You Need Anybody, ist die leere A-Seite, ein Cis,
D, leere D-Seite. Sorry. Cis, E, Fis. Und so macht er den Übergang. A, Cis, E, Fis. Und dann beim Rückwärtsspielen dann hier von 4, von F, sorry, Fis, E, macht er dann das C, bändet das leicht nach unten. Und dann wieder. Need someone, Lord, I need someone, somebody to love. Kommt wieder der Chorus. Und hier würde ich dann den Tube Screamer wieder rausmachen, damit das Ganze fett klingt. Oder wieder. Und das ganze Lied in der Joe Cocker Version achtet auf den Schlagzeuger, lebt von dieser sagenhaften Dynamik. Da fängt er wieder nach dem Chorus richtig mächtig. Und dann ganz sachte, ganz sanft mit dem Chor zusammen. To believe. Ich kann jetzt singen mit Joe Cocker, nur dass das klar ist. Ich singe jetzt nur homöopathisch. With a love at first sight. Suddenly it happens all the time. Ich werde es nicht machen. What do you see when you turn out the light? I don't see too much, but I know it's mine. Ja, dann hast du immer diese. My friends. Und dann kommt was? Ja, der berühmteste Schrei seit Woodstock. Der absolute Wahnsinn, den Joe Cocker hier abzieht. Ich habe die URL hier unten in dem Word-Dokument und es ja nicht vergessen, ich muss es euch verlinken. Das ist absolut genial. Ne? Ich meine, der hat schon in Woodstock gesungen, was soll man mehr sagen? Und er hat es wirklich als einer der wenigen geschafft, bis zum Ende richtig toll mit seiner Stimme noch zu singen. Das Lied hat er live dann nicht tiefer gelegt. Er hat es also wirklich noch gesungen. Das ist absoluter Respekt. Ne? Also viel mehr haben wir von der Gitarre nicht. Kann ich euch gleich sagen. Also wir haben nochmal das Intro. Und immer wenn du hochbändest, Tube Screamer an, wenn du hochbändest, dann am Ende des Bands ein leichtes Vibrato drauf. Ne? Dann schreit das Ganze noch mehr und achte drauf, wenn du das spielst, die oberen 4 Saiten sind durch meine Hand hier, ihr könnt es sehen hier, die Saiten drücken ein bisschen drauf, sind die abgedämpft, ne? Dass die nicht mitklingen können. Klingen lassen. Try not to think out of key. Hold on with my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be all alone?
How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? My friends, anybody needs somebody to love. Und das war's, was die Gitarre hier veranstaltet. So einen Song, also in der Joe Cocker-Version, da brauchst du einfach das Beste an Begleitband, was du dir vorstellen kannst. Sei dir ganz ehrlich. Weil, wenn der Schlagzeuger das nicht musikalisch spielt, wenn er nicht wirklich von 10% leise bis auf 100% gehen kann und er diese Dynamik, nicht mitgeht, dann wird es nie so klingen. Also du brauchst eine Rhythmusgruppe, die richtig sagenhaft aufeinander abgestimmt ist. Ein Keyboarder mit einem fetten Hammond-Sound, der auch gut improvisieren kann, weil der hat da so schöne Parts in und du als Gitarrist hast im Grunde genommen nicht viel zu tun. Theoretisch könnte man auch ein Gitarrensolo reinpacken, aber nein, man braucht es nicht. Nicht bei dem Song. Diese paar Dinge, die da reingespielt werden, diese Unison-Bands genügen vollkommen. Das war's. Am Ende des Liedes hast du dann, wie gesagt, einen mega Höhepunkt, wo er dann eben diesen Wahnsinnsschrei loslässt und am Ende steigert sich die Band dann in eine Improvisation hinein. Es wird wahnsinnig geil. 2 Minuten lang das Schlagzeug steigert sich und es wird immer. Und die Gitarre spielt natürlich einige Fills hier. In der A-Dur-Pentatonik einige coole Sachen, die da gespielt werden. Okay, das sollte es für die beiden Songs gewesen sein. So, jetzt stellt sich die Frage, wenn man so etwas lernt, wenn du jetzt die Version von den Beatles lernst, die klassische Originalversion aus dem Jahre, also im Jahr sind wir denn hier bei den Beatles? Ich glaube, das müsste Ende der 60er gewesen sein, 1967, mein Geburtsjahr. Also wenn du die klassische Variante lernen möchtest, dann hast du es relativ leicht, spielst ganz normale Akkorde, begleitest dich und bist sehr im Hintergrund. Sehe ich gar keine Schwierigkeiten, das nicht richtig schön begleiten und an den Mann bringen zu können. Mit 2 Gitarren kannst du auch noch diese 2, 3 Geschichten, die da im Hintergrund von den Gitarren gespielt werden, reinpacken. Selbe bei der Joe Cocker-Version. Die Joe Cocker-Version lebt jedoch wesentlich mehr von der Dynamik. Während die Beatles-Version eine Dynamik, diesen fröhliches Lied, hat Joe Cocker eine halbes Tempo Ballade draus gemacht, die unfassbar klingt durch die Dynamik und durch seinen Megagesang. So, ihr Lieben, das sollte es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich habe alles reinpacken können. Jetzt gucken wir mal, ob ihr da noch was geschrieben habt. Hallo, ihr Lieben. Super. Gott sei Dank habe ich die Kopfhörer. Genau. Unison-Bands. Ja, die schreien. Erinnert mich an die Serie. Wunderbar. Ja, da bebt die Hütte. Ja, super. Also, wie gesagt, mit einer guten Band kannst du das alles hier wunderbar zelebrieren. Und wir haben das mit der Band gespielt mit einer Sängerin. Also wenn du eine gute Sängerin hast oder eben einen Sänger, der dieses es bringt nichts, das Lied anders zu singen. Es ist so in den Ohren des Publikums,
dass man schon sehr, sehr nah an Joe Cocker singen sollte, damit das Ganze dann auch entsprechend beim Publikum ankommt. Das war es von mir. Ich hoffe, ich konnte euch eine Freude mit diesem Lied bereiten und ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Erarbeiten dieser Gitarrenparts. Ich denke, es war alles dabei. Also achtet auf die Dynamik, das ist der Schlüssel. Und wenn du dir das Video anguckst von Joe Cocker, schau dir bitte, bitte, bitte den Schlagzeuger mal genauer an, was da passiert. Da kannst du so wahnsinnig viel draus lernen. Das soll das von mir gewesen sein für heute. Alles Liebe, alles Gute. Ich freue mich, wenn du ja, regelmäßig bei mir vorbeischaust, meinen Kanal abonnierst und das Glockensymbol läutest. Das wäre sehr, sehr schön. Und ich lade dich natürlich herzlich ein, mein Unterstützer zu werden über die Website wipguitar.de oder auch über Patreon. Beide Seiten sind deckungsgleich. Meine Seite ist vollkommen auf Deutsch. Da bist du dann gut aufgehoben. Würde mich freuen, wenn ich dort begrüßen dürfen könnte. Bis dahin alles Liebe, alles Gute. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao.